Hi, bei mir geht es heute um das Thema ND-Filter, was ein extrem wichtiges Tool für Filmmaker ist. Gleichzeitig wird es leider von sehr vielen Leuten unterschätzt und deshalb werde ich mit diesem Video einfach klären, warum man sich unbedingt als Filmmaker so einen ND-Filter zulegen sollte. Viel Spaß! Ja, was für eine Funktion hat so ein ND-Filter? Die Hauptaufgabe von so einem ND-Filter ist es einfach, das Bild dunkler zu machen. Beim Fotografieren könnt ihr zum Beispiel so einen ND-Filter nutzen, um bei Tageslicht Langzeitaufnahmen zu machen, was ihr ohne ND-Filter eben nicht hinbekommen würdet. Und beim Filmen hat so ein ND-Filter die Aufgabe, dass ihr eure Belichtungszeit korrekt einstellen könnt. Denn es gibt ja diese 180 Grad Shutter-Regel, das heißt, ihr sollt eure Belichtungszeit, also eure Shutter-Speed, immer abhängig von der Framerate wählen. Und die Belichtungszeit sollte eben die Hälfte eines Frames lang sein. Das heißt, bei 25 Bildern pro Sekunde sollte die Shutter-Speed auf eine 50stel gestellt werden, bei 50 Frames pro Sekunde sollte die Shutter-Speed auf ein 100stel gestellt werden. Das hatte ich schon mal in ein paar anderen Videos erklärt, aber ich sage es nochmal, denn diese Regel ist extrem wichtig. Der Grund, warum wir die Shutter Speed so einstellen, ist die gewünschte Bewegungsunschärfe. Denn wenn wir die Shutter Speed zu niedrig einstellen, also auf ein Tausendstel oder auf ein Zweitausendstel, wird das Bild immer extrem ruckelig und das sollte vermieden werden. Das Problem ist einfach, dass bei einer Belichtungszeit von 1/50 euer Bild bei Tageslicht ohne ND-Filter in der Regel extrem überbelichtet ist, sofern ihr eine Blende von 1,4 oder 2,8 oder sowas wählt. Das heißt, als Option könnt ihr entweder die Blende komplett zumachen, auf Blende 22 zum Beispiel, dann könnt ihr die Kamera in der Regel auch richtig einstellen, oder ihr benutzt eben so einen ND-Filter. Und ich kann es euch nur empfehlen, so einen ND-Filter zu benutzen. Es gibt Leute, die stört es überhaupt nicht, wenn die Shutter Speed auf einer Tausendstel oder auf einer Zweitausendstel steht. Die sagen dann, dass es einfach nicht so schlimm ist und dass es sie nicht stört. Finde ich auch voll okay, ich kann es aber euch nur empfehlen, nutzt so einen ND-Filter, um die Shutter Speed richtig einzustellen. Mir persönlich fällt sowas einfach immer direkt auf, wenn jemand keinen ND-Filter benutzt hat, und mich stört dieser ruckelige Look total. Wenn ihr euch mal Kinofilme anguckt, die werden alle mit der 180 Grad Shutter-Regel eingestellt und gefilmt. Da habt ihr kein Ruckeln drin von dieser Framerate. Ich werde auch oft nach Kaufempfehlungen oder sowas gefragt zum Thema ND-Filter. Ich kann nur sagen, ich habe leider nur Erfahrung mit meinem ND-Filter von der Firma Rodenstock. Andere ND-Filter habe ich leider noch nicht ausprobiert. Ich bin mit meinem extrem zufrieden, der ist allerdings auch extrem teuer. Ich glaube, der kostet 180 bis 200 Euro. Mit billigeren ND-Filtern habe ich leider keine Erfahrung. Ein paar Tipps zum Kauf an sich kann ich auch mitgeben. Grundsätzlich empfehle ich euch, einen ND-Filter zu kaufen mit dem Filterdurchmesser von eurem größten Objektiv, damit ihr nicht für jedes Objektiv einen neuen ND-Filter kaufen müsst, sondern einfach per Adapterring oder per Step-Down-Ring den ND-Filter von dem größten Durchmesser an kleineren Objektiven befestigen könnt. In meinem Fall ist das der Durchmesser 77 mm. Es gibt, glaube ich, auch von Sigma Objektive, die haben einen Durchmesser von 82 mm. Da müsst ihr einfach gucken, was eben der Durchmesser von eurem größten Objektiv ist. Ja, es gibt zwei Arten von ND-Filtern. Einmal die ND-Filter mit einem fest eingestellten Blendenwert und die variablen ND-Filter. Grundsätzlich kann man sagen, dass die ND-Filter mit einem fest eingestellten Wert die bessere Bildqualität haben. Das heißt, für die maximale Bildqualität solltet ihr euch so einen fest eingestellten ND-Filter kaufen. Allerdings haben die fest eingestellten ND-Filter natürlich den Nachteil, dass ihr bei unterschiedlichen Lichtsituationen den ND-Filter wechseln müsst, während man bei diesen variablen ND-Filtern den ND-Filter einfach drauf lassen kann und durch Drehen die Belichtungszeit ändern kann. Bei variablen ND-Filtern habt ihr eben den Nachteil, dass die Bildqualität so ein bisschen drunter leidet, denn so ein variabler ND-Filter besteht einfach aus zwei Polfiltern, die ineinander gedreht werden. Dadurch wird das Bild dunkler. Dadurch kommt eben so ein Farbstich zustande, der meistens grün- oder magentafarben ist. Den kann man mit einem Weißabgleich auch ganz gut rausrechnen, aber es stört eben trotzdem, dass diese variablen ND-Filter nie so ganz neutral sind. Und auch die teuren variablen ND-Filter leiden leider in der Regel unter so einem Farbstich. Das heißt, ihr müsst euch einfach entscheiden, was euch wichtiger ist, also maximale Bildqualität mit den fest eingestellten ND-Filtern oder mehr Komfort durch diese variablen ND-Filter. Ich habe mich für einen variablen ND-Filter entschieden, weil mir der Komfort einfach wichtiger war. Und es ist ja nicht so, dass variable ND-Filter extrem schlecht sind. Sie sind einfach nur nie so gut wie ein guter, fest eingestellter ND-Filter. Das heißt, ihr müsst einfach abwägen, was euch wichtiger ist. Grundsätzlich gilt auch beim ND-Filterkauf leider, dass je mehr Geld man investiert, desto besser wird auch die Qualität. Und gerade beim ND-Filter ist es extrem wichtig, einen guten zu haben, denn ihr schraubt den ND-Filter ja vor jedes eurer Objektive, und wenn ihr viel Geld für ein Objektiv ausgegeben habt und dann so einen schlechten ND-Filter davor habt, dann geht die ganze Bildqualität von dem Objektiv verloren. Ihr müsst jetzt keinen 200 Euro ND-Filter kaufen wie ich, aber ich kann euch trotzdem empfehlen, einfach ein bisschen mehr dafür auszugeben. Es lohnt sich am Ende. So, das war mein Video zum Thema ND-Filter. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt. Falls ihr noch irgendwelche Fragen zum ND-Filterkauf oder generell zu ND-Filtern habt, dann könnt ihr mir die gerne in die Kommentare schreiben. Jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.